mit einem wahnsinnig tollen Duft. Breakdown, super toll, super easy in der Anwendung. Hallo, grüß euch, servus und hallo. Ich bin der Max vom Pomadeshop und ich mache heute ein neues Pomade-Review. Ihr habt richtig gehört, ich review Pomade. Viele von euch wissen es, falls nicht, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Freut mich, dass ihr da seid. So, ich komme auch mal gleich zur Sache. Ich habe das Vergnügen, ich darf die bei uns jetzt im Shop relativ neue Schmolzfasselpomade darf ich reviewen. Kommt aus dem wunderschönen Oberbayern, quasi bei uns ums Eck. Und ich nehme die feste Variante. Ich halte sie nochmal schön kurz in die Kamera. Wir haben auch zum Release-Datum schon ein Video mit dem Andi und dem Brauer veröffentlicht. Das findet ihr dann jetzt hier. Da könnt ihr euch mal ein bisschen drüber informieren. Ganz genau, aber ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr auf das Produkt ein und wie das Ganze funktioniert. Jetzt fangen wir mal an. Ihr seht es in der Dose. Eine ganz leicht cremefarben weiße Masse mit einem wahnsinnig tollen Duft. Es fällt mir sauschwer, den zu beschreiben. Ich glaube, Jasmin war mit drinnen, aber ich will mich jetzt gar nicht drauf. Es gibt so Gletscherbonbons oder so ähnlich. Die erinnern mich unheimlich an diesen Duft und das meine ich absolut positiv, weil der einfach bombastisch ist. Den habt ihr den ganzen Tag, schwirrt der so ein bisschen um mich rum, ist nicht zu krass, aber immer schön präsent. Also finde ich genial. Finde ich wirklich tatsächlich seit langem einen der allerbesten Düfte, den ich gerochen habe. Ach, macht immer wieder Spaß. So, da. Ich fange an, ich nehme die Mütze ab. Ich habe minimal feuchte Haare. So, und zwar mache ich heute nicht meinen klassischen Scheitel mit Tolle oder die normale Tolle, sondern der Andi hat es im Video auch schon gesagt in dem Interview, der Pomade ist es ja im Grunde wurscht, was ihr macht. Ihr bestimmt, wie ihr die Haare haben wollt. Und deshalb habe ich mir gedacht, versuche ich mal so ein bisschen einen moderneren, ein bisschen lockereren Style. Dafür gehe ich jetzt mal her. Ich mache es mal so, dass ihr seht, klar, es ist eine feste Pomade. Ihr braucht ein bisschen Druck. Ich würde sagen, die Entnahme ungefähr wie die Fire and Brimstone, falls ihr die schon mal ausprobiert habt. Oder ein bisschen fester als die Goon Grease von Lockhart's. Da würde ich es ungefähr einordnen. Ihr seht, ich nehme jetzt auch, vor allem für meine Verhältnisse, wahnsinnig wenig Produkt. Das wird in den Händen verrieben. Breakdown, super toll. Und gleich wunderschöner Dufter. Klar, leicht klebrig an den Händen, aber ihr habt auch schon gar keine Rückstände mehr. So, jetzt einfach mal so ein bisschen einarbeiten. Vorne, hinten, links, rechts. Und das ist halt gerade eben bei diesen lockeren Styles, ihr braucht nicht so viel Produkt, wie wenn ihr jetzt zum Beispiel mit meinen Locken eine richtige Tolle machen wolltet. Braucht ihr gar nicht. Ist nicht vonnöten. Einfach, ihr kennt das Spiel, von vorne nach hinten. Da ist es jetzt tatsächlich, das hat der Flo in dem Video auch schon mal erwähnt, wenn er so ein bisschen den lockereren Style macht, schaut, dass ihr eure Haarwuchsrichtung beachtet. Das ist bei mir wie beim Flo ähnlich, deutlich leichter, wenn ich mir die Haare hier ein bisschen nach vorne ziehe. Ich muss immer ein bisschen darauf achten, ich habe hier hinten einen Wirbel, da ein bisschen Produkt noch mit hinlegen und das Ganze dann glatt ziehen, sage ich mal. So, dann schon mal in die grobe Richtung. Könnte man so jetzt schon lassen, wenn man möchte. Ich versuche mich jetzt nochmal an ein bisschen das Ganze definierter, texturierter, und zwar mit dem Quiff Roller, dass man da dann einfach noch ein bisschen mehr hingeht. Und ihr seht halt, gerade jetzt bei meinen Haaren, ihr unterstützt, ihr betont eure Locken ein wenig. Ich zeige das gleich mal hier vorne. Ihr seht die Wellen, aber ihr habt Halt. Es zerfällt euch nicht. Und ihr könnt euch die ganze Zeit wieder durch die Haare fahren. Alles super easy, super locker. Lässt sich toll nachstylen. Aber ihr habt eben einen gewissen Grundhalt. Und das ist das Tolle. Also ihr seht es, ich ziehe mir hier mal noch die Haare da ein bisschen. Ist im Grunde schon, kannst du sagen, ist fertig. Dann sage ich jetzt aber, was soll ich in einer halben Stunde? Och, naja, gehe ich her, wuschel mir nochmal durch und ziehe mir jetzt mit der Bürste das Ganze auf die andere Seite. So, jetzt haben wir das Ganze fast schon ein bisschen akkurater mit Scheitel und alles überhaupt kein Problem. Es ist alles überhaupt kein Thema. Die Pomade macht im Grunde genau das, was ihr wollt. Wenn ihr jetzt natürlich sagen wollt, ich hätte aber schon gerne meine Tolle schön nach oben gezogen, nehmt einfach ein bisschen mehr Produkt. Und an sich, das Produkt, das macht einfach Spaß, muss ich sagen. Egal, welche Frisur du jetzt machst, super easy in der Anwendung.
Super Duft. Es ist gerade bei der geringen Menge, die ich jetzt verwendet habe, ihr seht es vielleicht, ganz, ganz natürlicher Glanz. Da ist nichts Aufdringliches oder so, oder es sieht nicht irgendwie ungepflegt aus. Seht das, jetzt zeige ich es wieder rüber. Einfach so ganz grob. Und die Haare bleiben dann. Aber sie halten. Sie sehen quasi gewollt chaotisch aus, sage ich jetzt einfach mal. Und so langsam, muss ich tatsächlich sagen, freunde ich mich auch immer mehr mit solchen Looks an. Weil es zum Teil, vor allem bei meinen Haaren, deutlich schneller geht in der Früh. Also wenn ich mal merke, dass ich recht spät dran bin, aber mit ungemachten Haaren aus dem Haus gehen, das geht bei mir nicht, weil das schaut fürchterlich aus. Wenn ich jetzt aber mal sage, ich habe keine Lust auf eine Cap oder auf die Mütze, dass ich dann einfach mal sage, ja gut, dann nehme ich doch ganz schnell nur einen kleinen Finger voll Pomade, einfach nur durchwuscheln, mit der Bürste ein bisschen Form reinbringen, ein bisschen Struktur und es ist alles super. Und ich kann, sollte es mir dann doch nicht gefallen, kann ich ja nachher immer noch mal nachstylen. Und gerade die Schmoizfassel in Fest ist da ein super Produkt für. Bravo, muss ich sagen. So, ich höre jetzt auch mal auf mit der Lobeshymne. Genau. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugeschaut habt. Fände es cool, wenn ihr auf den Abo-Knopf drückt und natürlich, dass ihr die Glocke nicht vergesst, weil dann verpasst ihr nämlich auch kein Video von uns mehr. Schaut auch am besten auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, Facebook, Instagram, oder solltet ihr irgendwelche anderen Fragen haben, könnt ihr uns auch gerne im Kundenservice natürlich, könnt ihr uns auch gerne im Kundenservice kontaktieren. Bis dahin verbleibe ich, wünsche ich einen schönen Morgen, Tag, Abend, wie auch immer und sage einfach ciao, servus, euer Max.